haben alle schon ordentlich Kaffee zu sich genommen. Wir haben hier auch Kekse wird es geben, also Sie brauchen nicht unbedingt Ihr Brötchen auspacken. Moment, wieso hoffst du, dass die schon Kaffee getrunken haben? Weil es gibt doch Kaffee hier. Also ich würde jetzt sagen, ja, aber du weißt, dass sie keinen Kaffee haben. Wenn das Publikum schon mit Kaffee und Keksen glücklich gestellt worden ist, können wir hier oben nur schlecht noch was falsch machen. Also wir hoffen auf ein schon vorgewärmtes, positives Grundgefühl bei unserem Publikum. Kaffee wird auch gerade ausgeschenkt. Guten Morgen, herzlich willkommen beim Comicfrühstück auf der Frankfurter Buchmesse. Wir hoffen, Sie jetzt in der ersten Stunde auf einen schönen Comic- und insgesamt Buchmessetag einstimmen zu können. Und um das zu machen, haben wir am Anfang unseres Comicfrühstücks immer einen kleinen Rückblick auf den gestrigen Tag. Mitten in der Nacht natürlich zusammengeschnitten. Das S der Seiten Splash Pages, erkennt man ein bisschen schlecht. Das ist das Comic-Frühstück von gestern, falls Sie ein Déjà-vu haben. Nein, das ist wirklich gestern. Das ist doch ganz Déjà-vu. Es geht um den Gratis-Comic-Tag. Wir haben auf der einen Seite, man erkennt es vielleicht ein bisschen schlecht, den Chef der Sammlerecke, das sind 3 Comicläden, die an diesem Gratis-Comic-Tag teilgenommen haben. Und zwischen uns beiden, dem Bernd und mir, ist der Pressesprecher dieser Aktion. Philipp. Weißt du, dass 16:9 einen Riesenvorteil hat? Nein, ist das normal? Ich sehe schlank aus. Ah ja, wunderbar. Also da haben wir über diesen Gratis-Comic-Tag gesprochen, falls Sie den nicht kennen. Einmal im Jahr gibt es seit letztem Jahr in Deutschland Gratis-Comics. Das ist ganz ohne Abo-Falle und sonstigen Halsversprechungen, sondern man kann sich einfach in den Comicladen begeben, bekommt zwischen 3 und 5 Comics circa geschenkt. Eine tolle Aktion der deutschen Comicverlage. Im nächsten Jahr wird es am 14. Mai stattfinden. Am 14. Mai. Da gibt es dann wieder Gratis-Comics, die auch diese unglaubliche Vielfalt des deutschen Comics präsentieren. Und Frieder Meier hat sich sehr positiv geäußert. Ich fand das eine sehr schöne Aktion. Eine Aktion hier auf der Comicbühne. Genau, ein Zeichner-Workshop. Also für diejenigen, die auch Zeichnen lernen möchten, da kann man sich hier auch auf der Bühne immer mal wieder ein wenig abschauen. Hier wurde zum Beispiel erklärt, wie man sich die Zwischenschritte spart. Man weiß einfach, in den Zwischenschritten wird das Auge aufgemacht, weil es einmal zu war, einmal offen. Und hier eben die Leserichtung, wie auch der weiße Rand in den Sprechblasen im Prinzip die Leserichtung mit beeinflusst. Ja, die nächste Veranstaltung hier auf der Comicbühne bei der Frankfurter Buchmesse war die Herrschaft der Knollennasen. Vielleicht erkennen Sie schon an dem Strich, Ralf König war hier im Gespräch. Schon wieder durch? Ja. Wir haben ja keine Zeit. Dann hatten wir ein Interview mit dem Zeichner vom Marcel Proust Comic. Übrigens ein unglaublich lebendiger Mensch. Ich durfte ihn später dann nochmal in einem kurzen Interview vor dem Mikrofon haben. Der Mann strahlt unglaublich Freude aus. Dem macht das riesig Spaß, dieses große literarische Werk Marcel Proust in Comicform umsetzen zu dürfen. Ob das nun noch ein richtiger Comic ist oder ob das bebilderte literarische Präsentation ist, kann man sich gerne drüber streiten. Aber was man sich nicht streiten kann, ist ja die Freude an diesem Text, die man dann auch über den Comic erleben kann. Das hat er sich am Anfang gar nicht gedacht. Er wollte eigentlich nur einen Proust-Comic machen, aber dass man damit auch der literaturfremde Personenkreise zu dem Proust holen kann, das findet er mittlerweile auch sehr fantastisch. Das Interview haben wir übrigens in unserem Büro geführt, also nicht wundern, dass da nicht die Lieder zu sehen sind. Und da haben wir mal wieder ein Beispiel dafür, wie leicht jedoch mal Ersatz beschafft werden kann. Da war einfach der Verleger nicht da und der sollte übersetzen und ganz schnell wurde der Ersatz für die Übersetzung geschafft. Das war ja ganz gut so, weil Spanisch versteht ja nicht jeder. Das ist der Zeichner, der im argentinischen Pavillon diese Wände
gemalt hat und immer noch dran malt. Mal schauen, ob er bis zum Ende der Buchmesse fertig ist. Dann gab es den Cartoon-Preis. Cartoon ja in der Verlagsszene momentan ein Riesenthema. Die letzten Jahre haben die Cartoon-Zeichner hier auf der Frankfurter Buchmesse im Comic-Bereich immer Preise abgeräumt und da hat man dann entschieden, so jetzt machen wir doch endlich mal für den Cartoon, der da noch recht dominant war, einen eigenen Preis. Und das Ganze hat auch ein kleines Jubiläum, nämlich 5 Jahre. Das 5. Mal wurde der Cartoon-Preis dieses Jahr verliehen. War es denn wenigstens auch witzig? Ja, das war ganz witzig, denn der Jürgen Boos wusste ein paar Details noch gar nicht. Er war ganz überrascht, als er dann die ganze Sache vorgelesen hat, dass es da bestimmte Preise gibt für die Preisträger und er wusste es einfach nicht. Also Überraschungen auf der Comicbühne bei der Frankfurter Buchmesse im Minutentakt. Selbst den Direktor der Buchmesse kann man noch überraschen. Das finde ich sehr positiv. Erstmalig nach 5 Jahren männlich dominierter Siegergruppchen bei der Preisverleihung eine Frau. Aber ganz schön dunkel gewesen gestern, glaube ich. Das allein ist ja noch nicht das Tolle, sondern das, was sie tut. Sie bezeichnet sich als Cartoonistin, Autorin, Künstlerin, Situationsdesignerin, Ex-Architektin. Hat aber auch viele Jobs. Ja, aber lauter. Aber mir geht es ja auch nicht anders. Mir geht es ja auch nicht anders. Ihr Cartoon 10.000 Jobs. mit der zeichnischen Qualität und dem eigenen Stil als auch mit dem So, jetzt kommen sie langsam zum Punkt, oder? Allerdings fährt. Das ist das Schöne am Cartoon, der kommt normalerweise ein bisschen schneller zur Pointe. Ja, deswegen muss bei der Preisverleihung auch etwas länger gehen. Katharina Grebe hat gewonnen, den ersten Platz. Oder sind die ersten 3 Preisträger gewesen. Wir haben es natürlich ein bisschen eingekürzt, haben wir jetzt gesagt, okay, den ersten. Wer ist der Zaungast da im Hintergrund? Ich glaube, der hat auch eine Signatur da hinten gewartet. Ja, und dann hat Rainer Greif sein Band Castro vorgestellt. Allerdings ging es bei der Podiumsdiskussion, bei dem Gespräch, eigentlich gar nicht so sehr ums Comic, sondern um seine Erlebnisse rund um Kuba. Hat er wahnsinnig viel erzählt, war sehr interessant. Ja, Rainer Greif ist in den letzten Jahren ja auch mal wieder mit sehr interessanten, für Deutschland auf jeden Fall immer wieder neuen Comic-Ideen. Und was früher mal so wirklich extrem Nische war, hat sich momentan dann doch gewandelt zum viel beworbenen Comic-Experiment, was ich eine tolle Entwicklung finde in den letzten Jahren. Und der Mann hat wirklich viel zu erzählen. Wenn Sie ihn mal sehen, wenn Sie mal in die Gelegenheit kommen, Reinhard Kleist, wenn er mal bei Ihnen in der Gegend liest, ein sehr interessanter Mann. Ja, und dann wurde noch das nächste Programm der Zombie-Edition vorgestellt. Es wurde ein bisschen zurückgeblickt auf ein Jahr. Zack, unser Georg Tempel. Da war ich dann auch mal auf der Bühne zu sehen. Da jetzt nicht, weil was sieht mich ja jetzt? Ja, auf der einen Seite, auf der rechten Seite Georg Tempel, der Chefredakteur. Auf der linken Seite Klaus. Mit den Nachnamen habe ich manchmal nicht als Schleiter. Klaus Schleiter. Der Verlagsleiter vom, heißt es eigentlich Mosaik oder Steinchen für Steinchen Verlag? Mosaik, Steinchen für Steinchen. Beides. In einem. Genau. So, das war der Rückblick auf den gestrigen Tag. Ja. Und da wir Cartoonpreis, Stichwort Cartoonpreis, ich habe ja noch einen verspäteten Beitrag dazu. Der Text dazu, das haben wir jetzt nicht mehr hinbekommen, das haben wir jetzt ganz spontan gemacht. David Boller hat diese wunderschöne Zeichnung gezeichnet und der Text dazu ist das Dilemma eines Sitzpinklers, nicht zu sehen, was derjenige, der vorher drauf war, gemacht hat. Unsere Gäste für heute schauen noch etwas skeptisch und überlegen. Okay. Ja, nein, die Geschichte dazu, was mir jetzt wirklich passiert ist vor 2 Tagen. Ich gehe auf eine Kundentoilette, setze mich hin und denke mir, oh, das ist ein bisschen feucht drunter. Also was ich interessant fand am gestrigen Tag, wir haben einen Autor getroffen und der hat uns in die amerikanische Halle geführt, also beziehungsweise in die Halle der fremden Verlage, und der hat gesagt, schau mal auf den Fußboden bei den Ständen. Am Fußboden von den Ständen sieht man,
wie es der Verlagsbranche in dem letzten Jahr ging. Ist der Boden grau? Ist das der Standardboden der Frankfurter Buchmesse, der mit beim Stand dabei ist? Ist es ein andersfarbiger Teppich? Ging es der Branche so okay? Das war dann nicht ganz so teuer, der Boden, aber wenigstens was anderes als der Standard. Wenn man dann auf Holz oder so etwas läuft, weiß man, dem Verlag geht es gut, denn er hatte so viel Geld, sich auch um den Boden zu kümmern. Fand ich eine sehr interessante Information. Also wenn Sie mal an Ständen vorbeilaufen und Sie sehen super tollen, andersartigen Boden als der graue Standardboden, dann wissen Sie, diesem Verlag geht es gut, der hat sehr gut laufende Titel im Angebot. Da würde ich jetzt mal sagen, dem Comiczentrum geht es ganz gut. Ja. Dem Comic. Ja. Lila, rot, viele Comics drüben im Comic. Ich hatte mich in den letzten Tagen auch ein bisschen an diese Farbe angepasst. Hatte ich meinen lila Rot an, also noch die lila Krawatte dazu. Ah. Ja, ich habe heute auch mein möglicherweise etwas zu kurzes, knappes Leibchen angezogen, denn unsere Gäste wollen wir die schon auf die Bühne rufen. Ja, die können wir schon noch auf die Bühne rufen. Allerdings wollte ich jetzt mal noch ganz kurz etwas zeigen, was wir dummerweise am Mittwoch nicht hinbekommen haben, weil der Termin dann zu langsam war. Nämlich das neue Design von Splash Comics, das man hier sehen kann. Vor allen Dingen die Homepage, die konnte man da nicht zeigen mehr. Und wir haben da sowas ganz Nettes gebaut, nämlich diesen Coverflow. Mittelachsensatz. Da sind jetzt 25 Rezensionen auf jeden Fall auf der Homepage auch zu sehen, durch die man durchscrollen kann. Und bei den Specials funktioniert das Ganze dann genauso. Da kann man schön durchscrollen. Zwar mit dem Scrollrad, da kann man mit der Maus mal drüber und dann mit dem Scrollrad scrollen. Ja, diese Seite ist ja auch rausgekommen anlässlich eines bestimmten Zeitpunktes. Ja, naja, gut, Comic Forum, Comic Gate hatten ein 10-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Wir haben beim Comic-Salon Erlangen dann ein großes Jubiläumsgewinnspiel veranstaltet mit Flyer, mit riesigen Preisen. Wir konnten gar nicht alle Preise mit hierher bringen, um so mal zu präsentieren. Nur so, um die Dimensionen aufzuzeigen. Der Stapel aus Kartons, den ich momentan noch bei mir zu Hause habe, geht mir ungefähr bis hierhin. Das heißt, dein Sohn spielt Verstecken mit dir um die Gewinne eures Gewinnspiels herum. Ja, so ähnlich, genau. Zwei Teile der Preise haben wir hier. Und zwar vom ersten Preis. Das ist einmal dieser Obelix-Aufsteller. Böse Zungen behaupten, es wäre ein selbstgemachtes Foto von einem Darsteller zu Hause. Ja, jetzt mal ohne Witz. Ich habe ja versucht, böse Zungen sagen das, nur böse. Ich hab versucht, ein Obelix-Kostüm zu bekommen, um dieses Jahr am Cosplay teilnehmen zu können. Und? Ja, das kriegt man nicht in meiner Größe. Das ist ja das Problem. Ja, und der zweite Teil des Preises ist jetzt relativ klein. Da ist eine junge Frau, die den Preis gewonnen hat. Den ersten Preis habe ich natürlich auch noch schön verpackt. Das hier ist das Regal, das wir verlost haben. Eigentlich, naja, es ist ein IKEA-Gutschein, weil wir gedacht haben, gut, wir können natürlich das Regal an sich verlosen, aber was ist nun, wenn sie ein größeres Regal haben möchte? Dann ist das ja blöd, wenn wir das kleinste gekauft haben. Also lieber ein Gutschein. Und jetzt möchte ich noch mal ganz gerne die Eltern auf die Bühne bitten, weil die sollen den Preis entgegennehmen. Sie ist dummerweise nicht da. Sie wohnt in Darmstadt. Ich habe mich so gefreut, als wir die Gewinner gezogen haben. Und dann hieß es, oh, Darmstadt, wunderbar, die kommt garantiert. Sie können Ihre Taschen stehen. Ja, die Taschen können ruhig, werden nicht geklaut. Kommen Sie ruhig auf die Bühne schon mal. Ja, wir freuen uns, dass wir wenigstens jemanden da haben, der den Preis übernehmen kann. Vielen Dank. Herzlich willkommen auf der Bühne bei Comicfrühstück. Ja, wunderbar, vielen Dank. Die Vorknatter, die bezahlten, sind mal wieder hier werden. Und im Vorfeld hat sie dann noch gefragt, ganz ängstlich gefragt, müssen denn meine Eltern hoffentlich nichts sagen auf der Bühne. Das kann ich nicht versprechen, kann ich wirklich nicht versprechen. Wir müssen dann auch was sagen hier auf der Bühne, denn wir wollen natürlich wissen, wo ist denn jetzt eigentlich die Tochter gerade im Moment. Die ist in Zürich, hat ein Wochenende in Zürich gewonnen und ist jetzt gerade Auch gewonnen. Die Dame gewinnt also eine Tour, ja? Glück im Spiel, hoffentlich dann aber kein Glück in der Liebe. So, also erst einmal, den Gutscheine können Sie auf jeden Fall einpacken. Den Aufsteller, den nehmen wir nochmal mit zu uns ins Büro, ganz klar. Und heute Abend können Sie den dann mitnehmen, weil der ist ein bisschen groß, um den auf der Mikrofon rumzutragen. Jetzt ist es
ja dooferweise so, wer uns auffehlt, ist jemand vom Comicgate. Aber ich denke, vielen Dank, dass Sie den Preis entgegengenommen haben. Vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie Sie da können gerne waren. noch auf der Bühne bleiben, ein bisschen Kaffee und Tee zu nehmen. Gerne ja auch mal sitzen, also wir stellen dann den Aufsteller gerne dann zurück. Gerne, ja. Also entweder hier auf der Bühne oder... Ach so, ja. Das ist ein gutes Argument. Können Sie sich gerne mit da hinsetzen? Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass Sie da waren. Wenn Sie dann Und viel Spaß auf der Buchmesse, denn freut sich. zu dem Preis gehörte natürlich auch der Eintritt hier auf der Buchmesse. Und das kommt, ja eben, da hat es halt nicht gehabt, weil das hätten wir doch geschrieben, mit schon immer mal auf die Buchmesse. Ja, kann man sagen, da haben Sie das nicht gehabt. Genau. Vielen Dank. Ja, Dankeschön. Vielen Dank, der Gewinnerin des Preisausschreibens eines Backstages. Die andere große Comic-Institution, die gleichzeitig mit euch damals startete, in den wilden Westen des Internets, das sind die Comicgate, oder das ist, wie sagt man das richtig? Das Comicgate. Das Comicgate. Das ist das Gate, das Tor. Eine Seite mit, ja, interessanten, manchmal auch sehr gerne provokanten und kritischen Rubriken, wie zum Beispiel Comics am Vielleicht zeigt man Abend. Ihnen hier auch mal. Das ist Comicgate im Internet. Jetzt ist es aber so, was ja auch ganz interessant ist bei Comicgate, die haben nicht nur die Website, haben wir ja auch, okay. Richtig, mit der Zeit haben die sich immer weiterentwickelt, wollten immer mehr in Richtung Comic machen. Und Comic ist halt, also auch für mich auf jeden Fall, ein Thema, das man anfassen muss. Ich kenne viele Leute, die lesen auch gerne Comics im Internet, digital. Das ist ja auch eine Sache, die immer wieder in Diskussion ist. Aber für mich ist ein Comic einfach was Gedrucktes, etwas, das man anfassen kann. Ich habe jetzt übrigens einen Comic gelesen, der spielt zum Teil in der Vergangenheit, zum Teil heute. Und die Seiten von heute sind mit glattem Kunstdruckpapier und die Seiten aus der Vergangenheit, das ist ungestrichenes graues Papier. Finde ich auch so eine schöne Sache, die man halt digital umsetzen kann, dieses haptische. Ja. Und Ich jetzt aber nicht wissen, was da die Produktion gekostet hat. Das war bestimmt nicht billig. Und auf jeden Fall, das Comicgate hat sich dann auch irgendwann mal gesagt, und wir waren den Schritt ins Gedruckte, raus aus dem Digitalen, haben ein Magazin rausgebracht, das Comicgate-Magazin, viele auch unterschiedlich geschriebene Artikel dabei. Werfen Sie mal einen Blick rein, wenn Sie das Thema Comic nicht nur von der reinen Geschichtenseite interessiert, sondern auch ein bisschen über die Hintergründe, Interviews mit Das hat auch Zeichnern. Comics drin, also das ist jetzt nicht nur Text. Für diejenigen, die dann sagen, oh Gott, das will ich, muss da was lesen. Nein, man kann auch was schauen. Und das ist jetzt mittlerweile auch schon die Nummer 5. Das heißt, da haben sie auch noch ein kleines Jubiläum dieses Jahr zu feiern gehabt. Also das finde ich eine wunderschöne Bereicherung und die ist jetzt vor kurzem auch mit dem Independent Comic Preis gezeichnet worden. Dankeschön. Gerne. Mir fehlte der zweite Teil dieses Satzes. So, und wir können jetzt noch ein bisschen was um das Volk finden, weil wir haben in Erlangen gab es ja wieder das Sticker-Magazin. Weiß nicht. Sie kennen möglicherweise alle eine von den größten Veranstaltungen rund um den Comic in Deutschland überhaupt, den Comic-Salon in Erlangen. Und man sagt ja Alle 2 manchmal, Jahre in Erlangen. dass die Comicsammler, der Mann, der die Comics sammelt, und man sagt auch, dass der Mann eigentlich immer Kind bleibt. Jetzt versucht man sich durch geschickte Titelauswahl davon etwas zu trennen, indem man zum Beispiel Marcel Proust liest im Comic. Aber den größten Erfolg der letzten Jahre hat dann in diesem großen, auch literarisch geprägten Comic-Programm eine neue Entdeckung gemacht, und das war Sammelbilder. Man hat also von Panini aus, Panini ist ein Verlag, der sehr viele Sammelbilder auch selber produziert. Nein. Also der produziert natürlich auch Fußballsammelbilder und so weiter. Und wir haben gesagt, da wir auch Comics machen, machen wir zum Erlanger Comic-Salon ein Comic-Sammelbildalbum. Und seitdem sieht man in Erlangen immer zur Comicmesse hunderte Leute zusammensitzen, wild Bildchen tauschend, die Schutzfolien abziehend und ja, lauter Kinder. Es ist ein schönes Bild mit diesem Sammelbildalbum. Ja, und da haben wir dann zum 10. Jubiläum auch ein Sammelbildchen ausgegeben. Und das geben wir jetzt hier runter. Also wer das haben möchte, einfach mitnehmen,
sich irgendwo hinkleben, meinetwegen auch auf die Stirn und damit dann über die Buche zu schlendern, dann wird doch garantiert jemand da einen drauf ansprechen. Das ist ein wäre doch schöne Werbung für uns, oder? Kommen wir mal zurück zu den Leuten, die Comic machen. Denn natürlich sind die Comics toll, wenn man sie lesen kann. Ich denke, es ist auch sehr interessant, mal die Leute kennenzulernen, die die Comics machen. Und wir haben heute... Moment, wir wollen ja noch was verlosen. Noch verlosen? Ja. Mein Gott, es hört nicht auf. Also das Comic-Magazin, das... Also wenn du was verlosen willst, musst du deine eigene Logo... Darf ich das hier jetzt auch mal weg? Eine Pantomime machen. Nein, ich nicht. Ich verlose das hier nicht. Ich habe hier nichts gedrucktes vom Comic vor. Du bist jetzt der Vertreter von Comic, das heißt, du darfst die Pantomime machen. Ich habe das ja vorher schon abgesprochen mit der Faszination. Die weiß die Antwort, ne? Also zur Not bitte, wenn keiner draufkommt, dann bitte. So, gib mal das Mikrofon, da bist du mal zwischendurch mal still. Hey. Da hinten ist einer. Was war das? Ja, ich den Kaffee, den ich Fuß übers abgewickelt habe. Kommt keiner. Bitte schön. Das ist was. Er hat ganz entgeistert gesagt, Sailor Moon? Damit hat er recht gehabt, Sailor Moon war es, wunderbar. So, aber ich sag, das zahle ich dir zurück. Gut. Ja, nächstes Jahr, ich weiß schon. Darf ich jetzt die Künstler für heute ansagen? Ja, darfst du. Gut. Bitte, liebes Publikum, heißen Sie mit einem herzlichen Applaus willkommen die Künstler des heutigen Morgens, die sich so früh hier aufgemacht haben. Guck mal. Hier, Siegfried, Foto machen. Das ist übrigens einer unserer Fotograf. Also ich fotografiere ja auch. Im letzten Jahr kam ein Comic raus, das in den Feuilletons große Beachtung fand. Das Comic hieß Felix Jakob. Ich wusste, es war ein Vorname. Jakob und die beiden Leute, die es gemacht haben, kommen jetzt zu uns auf die Bühne. Felix Mertkat und du weißt es. Namen sind leider nicht mehr. Ja, Namen sind bei mir auch Schall und Rauch, das weißt du doch. Da darf man ablesen. Felix Mertkat und Benjamin Schreuder. Ein Name hat die 50%. Ja, herzlichen Applaus für diese beiden jungen Comic-Macher. Und damit das nicht zu sehr eine Männerrunde heute Morgen wird, fragen wir uns natürlich auch etwas gut Aussehendes und gut Zeichendes auf die Bühne holen. Ich hoffe, auch den Namen spreche ich dann aus Versehen richtig aus. Sindram. Fahr, aber stimmt. Fahr Sindram, bitte einen Applaus für Fahr Sindram. Eine Dame mit einem Anliegen. Ja, der Berg möchte den schon deiner sein. Natürlich, ja. Ich muss doch unseren Fotografen Thorsten ansprechen. Der ist nämlich dieses Jahr nicht dabei, der konnte nicht kommen und der ist dann immer ganz einig. Ihr habt auch schon Kaffee und Kekse bekommen. Herzlich willkommen bei uns auf dem Comicfrühstück auf der Bühne. Ihr habt Jakob gemacht. Das war euer erster Comic? Ja, genau. Der wurde jetzt dieses Jahr erst rausgekommen. Der ist im Juni rausgekommen, also vor. Hat aber dann doch in den paar Monaten noch deutlich Wellen geschlagen. Ja, wir sind selbst überrascht. Also die meisten großen Magazine und Zeitungen haben drüber geschrieben, Arteberichte waren da, wurde sogar schon auf Jugend- und Kinderliteratur Symposien besprochen, wie kontrovers dieser Comic auch wäre. Also wir sind selbst überrascht, was in 5 Monaten alles möglich ist. Es ist auch sehr, sehr viel Arbeit vom Verlag natürlich gewesen, von Philipp Kolek, der das Marketing macht. Der hat, ich glaube, jeden einzelnen deutschen Redakteur persönlich angerufen. Jetzt ist das ja nicht ganz so normal, dass man mit seinem Erstlingswerk die sich Rückmeldung erhält. Manchmal ist es ja so, dass die Comiczeichner anfangen, malen ihren eigenen Comic, bringen den mit einem Verlag raus, der wird dann irgendwann mal von mehr Leuten gelesen und so wächst das langsam. Das war jetzt bei euch ganz anders. Ihr habt aufgrund geografischen Glückes einen Comicverlag quasi um die Ecke gehabt und seid mit dem in Kontakt gekommen. Wie war das? Es war Crosskite und wir wussten selbst nicht, dass sie in Ludwigsburg sind. Also Felix hat irgendwann wurde gefragt, wo möchtest du denn rausbringen von unserer Produzentin? Und dann hat sich herausgestellt, dass Crosskite eigentlich 3 Kilometer entfernt liegt quasi. Und ja, sind einfach hingefahren, haben den mitgebracht, haben Skizzen mitgebracht, erzählt, was wir anbieten, was wir von ihnen erwarten und nach und nach uns dann geeinigt darauf.
Ganz kurz, wer die Geschichte von Jakob noch gar nicht kennt. Es ist eine Geschichte um Verlust, um Tod. Keine einfachen Themen, auch gar nicht für ein Kinderbuch. Aber da ist dann auch die Überleitung zu unserer anderen Künstlerin, die auch einen Comic hat, das auch nicht einfach ist, kein einfaches Thema behandelt und deswegen finde ich unglaublich mutig ist. Ja, soll ich das mal kurz erklären? Bitte. Ja, mein Manga, der 2006 rausgekommen ist, das ist Music Neverland und geht um und gegen Kinderprostitution und Missbrauch. Und ich hatte mir halt anfangs überlegt, dass ich etwas machen möchte, mit dem ich ganz viel Geld mache. Und dann habe ich gedacht, das macht ja jeder, weil jeder reich sein will. Und dann habe ich gedacht, pass auf, mach mal was mit Sinn. Und habe mir überlegt, dass Kinderpornografie in Japan ja ein ziemlich großes Thema ist, weil es da auch völlig legal ist und niemand interessiert. In gezeichneter Form vor allem auch. Und dann habe ich das Thema Leben hier aufgegriffen und in meinem Manga verwandt und aufgezeigt, dass es eigentlich kein Spaß ist, ob es gemalt ist oder nicht. War das jetzt eine Sache, die du gesagt hast, wenn ich schon irgendwann mal Comic zeichne, dann mache ich das mit Sinn, oder gab es da irgendwie so ein Erlebnis, das dich dann dazu bewogen hat, nur an dieser Stelle mache ich das jetzt? Es gab schon eine Initialzündung, das war aber weit bevor ich Comics überhaupt machen wollte, nämlich als meine kleine Nichte mit mir im Internet nach ihrer Lieblingszeichentrickserie gesucht hat, Bilder, die sie sich ausdrucken könnte. Da fanden wir dann alles, aber nicht die Bilder von der offiziellen Firma, sondern widerliche, grässliche, kinderpornografische Darstellungen der kleinen Mädchen, die im Anime ganz niedlich und zauberhaft sind, und da wurden sie dann mit ihren eigenen Zauberstäben vergewaltigt und so weiter. Und meine kleine Nichte war natürlich sehr verstört. Und ich war sehr verstört, weil ich nicht wusste, dass es sowas gibt oder geben darf. Und dann habe ich darüber nachgedacht, naja, da machen bestimmt Leute was gegen. Wollte mal schauen, wer da so gegen ist. Und fand heraus, das hat sich bis heute auch nicht geändert, dass ich der einzige Manga bin, der wirklich kritisch dagegen auftritt und auch sagt, dieser Manga beschäftigt sich mit dem Thema und möchte aufzeigen, dass Shota und Lolicon, wie das in Japan heißt, verboten gehören. Und ja, also das war wahrscheinlich ungefähr 99 und von da habe ich mich ein bisschen in die Bewegung gesetzt. Ich finde das toll, wenn man dann, ja, das ist ja ein Thema, mit dem man nicht unbedingt Millionen Bände absetzen kann. Ein Thema, das doch sehr, da hat man Berührungsängste. Ja, also ich heule auch beim Zeichnen schon mal die Nacht durch, weil ich jetzt nicht mehr ertrage, den ganzen Stress noch auf Papier zu bringen. Was du gar nicht mal unbedingt, vielleicht weil du selbst das Problem nicht hast, es gibt eine Menge Menschen, die missbraucht werden, auch gerade Jugendliche, die auch sich für Manga interessieren. Das ist für die ein Katalysator, das können sie auch als Ventil benutzen. Es gibt eine Menge Leute, die zu mir kommen auf Messen oder mir E-Mails oder Briefe schreiben und sagen, dieser Manga schildert mein Leben. Das hätte ich an sich nicht gedacht. Das gibt es aber sehr häufig, leider. Also ein Thema, das musste irgendwann mal angesprochen werden. Toll, dass du das gemacht hast. Ich denke, vielen Dank, und ich denke, das ist auch ein Applaus für den Mut wert, das überhaupt. Ich sehe noch keine Klatschbegeisterung. Wir können es auch erst. Ich denke, das ist wichtig. Das andere wichtige Thema ist, über den Tod zu sprechen. Und die Frage ist immer selber, wenn man Kinder hat, wie macht man das sinnvoll? Wie kann man da dran gehen? Ihr seid da mit einer sehr politischen Geschichte dran gegangen. Wie kam es dazu? Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen könnten, wir hätten direkte autobiografische Erfahrungen in der Hinsicht, dass wenn Jakobs Mutter stirbt und sagt man, oh ja, sie ist auf eine lange Reise gegangen und wird sie nicht finden können. Und es ist eine sehr typische Art von Erwachsenen damit umzugehen, mit eigentlich sehr drängenden Fragen, dass dann so in so Floskeln ausgewichen wird. Wir haben sogar so eine Art Pastorfigur, die eben sagt, sie ist von uns gegangen, und für den kleinen Jakob bedeutet das nichts. Er sagt dann, ja, wo ist sie hingegangen, warum hat sie nicht Bescheid gesagt? Und so geht es uns in der ganzen Reise, dass niemand eigentlich sagt, was Tod ist, oder es nur diese blumigen Ausdrücke gibt dafür. Das fand ich ja ein unglaublich mitnehmendes Zitat bei euch im Comic, als dann der eine gesagt hat, sie ist von uns gegangen, und mir dann auch, als der Junge sich auf die Reise begeben hat, die Sache, ja, wenn sie gegangen ist, kann ich aber auch hinterher gehen. Das fand ich unglaublich, also da hat mich der Comic angefangen mitzunehmen, da war ich drin. Das fand ich ein auf naheliegendes Bild, das ich aber so noch nie gesehen hatte. Fand ich toll. Ist das irgendwie, trägst du das Manga mit dir rum, so ein Anime, oder kommt die bei einem Geschichtsentwicklung? Die Ehre gebührt eigentlich Felix, der dieses Zeichnet. Nein, das ist ein Missverständnis. Also er ist auch für die Story verantwortlich. Es ist ja nicht so, dass ich
nur schreibe und ihm dann das Drehbuch hinlege und sage, so zeichne. In dem Fall hat er dieses Märchen geschrieben, die 7 Raben. Kann er vielleicht dazu kurz was zu sagen? Ja, genau. Also in der Filmakademie schreibt man bevor es überhaupt losgeht, einen Grundkurs, sollte halt 1 Stunde ein Märchen schreiben. In diesem Märchen ging es eben um Jakob, der seine Mutter verliert, die Floskel bekommt und genau diesen Gedankengang hat, so diesen Gang so in der Meer. Und er kriegt dann auf den Weg, wo die Raben kennenlernen. Er fragt dann die Raben und in der Originalgeschichte letzten die Raben zu tun, so dass er seine Mutter kommen kann. Und das haben wir in der aktuellen Fassung deutlich geändert. Die Prämisse haben wir gleich gelassen und das Motiv der Raben gelassen. Und Benjamin hat dann sehr, sehr stark die Geschichte umgeschrieben, gerade was Figurenentwicklung angeht, die auftauchen, die Sprache. Wenn man sich den Jakob-Band anschaut, kann man hier am Stand von Cross-Cultural, das ist eine sehr poetische Geschichte. Nebendran übrigens können Sie sich auch die Comics von unserer Zeichnerin angucken, den neuen Band, auf den wir dann auch noch natürlich zu sprechen kommen. Was ich aber sehr interessant fand, wie kommt man auf den Gedanken, dass ich sowas auch verkaufen lassen kann? Oder kam der gar nicht von euch, der Gedanke? Der Gedanke war am Anfang, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Und wir haben versucht, die Geschichte eben nie traurig oder melancholisch werden zu lassen, sondern eher versucht, farbdramaturgisch dagegen zu arbeiten. Wir haben fröhliche Figuren, wir haben charmante Figuren, einfach um das Level des Gefühlswelt immer hoch zu lassen. Erst im Kopf entsteht aus dem Kontext zwischen Bild, der dritten Ebene, der Spüren, die emotionale Ebene und die Bildebene, die erst ergeben im Kopf eines Menschen, diese melancholische Stimmung, die eigentlich dahinter steckt. Wenn man die Geschichte aber ganz normal durchlesen würde, findet man erst auf den letzten Seiten echte Trauer, echte Melancholie. Und das war uns sehr wichtig, dass wir eben dieses Thema ganz, ganz leicht und locker angehen, so wie es Jakob auch tut. Tief folgen wir Jakobs Gefühlswelt dabei. Und wird bis zum Ende nicht klar, welche Reise er eigentlich ist. Zu den Verkäufen, also wir hatten natürlich keine Zielgruppe im Kopf. Zunächst war es ja mal ein Diplomprojekt. Und Hat's geklappt? es hat natürlich jetzt geklappt. Also sehr Bekommen habe ich es. Ja, er hat sein 2-0 hat er bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Und also ich glaube, die Leute, die Jakob mögen ihn vielleicht auch, weil wenn man nicht merkt, dass es auf eine Zielgruppe hingeschrieben ist. Wir haben nicht gesagt, wir holen jetzt die 12-Jährigen ins Boot oder wir schreiben jetzt für 60-Jährige Märchen oder was auch immer. Es ist sehr offen. Ich würde sagen, so ab 9 Jahre kann man das lesen und eigentlich soll keiner ausgeschlossen werden von dem Comic. Deswegen. Auch die Bilder sind ja wunderschön. Wobei ihr eine komplett andere Bildersprache nehmt. Ihr habt ja einen sehr Bilderbuch illustrierenden Charakter gewählt. Dein Comic ist ja ganz anders. Du bist ja komplett im Manga. Ja, bin ich das? Im Stil. Auf den ersten Blick auf jeden Fall. Mangas haben mich jetzt gar nicht mal so lange fasziniert. Ich fand Comics eigentlich viel interessanter, habe mir aber von vielen dummen Leuten sagen lassen, dass man damit kein Geld machen kann. Und habe mich dann später entschieden, dann doch lieber erstmal Mangas, das ist ja der Irren und irritiert mich halt nicht, Mangas zu machen, weil das gerade halt der Kult war und die Jugend so draufgeschmissen hat. Habe mir aber währenddessen immer noch für meine eigene kleine Sammlung zu Hause den Comic-Stil bewahrt und auch so einen alternativen Stil angeeignet, mit dem ich zufrieden bin. Weil Manga ja trotzdem mit den Einschränkungen des großen Auges, kleine Nase, großer Mund, viele, viele Haare und so weiter folgt. Aber ich denke mal, dass ich meine Geschichte durch Manga-Bilder auch, sag ich mal, wie es beim Jakob vielleicht auch ist, mehr so auf eine fröhliche Art ausdrücken kann, weil Manga ja immer auch diese Fantasy-Elemente hat, wie Blumen und Glanzpunkte und Sterne, und dann ist die Stimmung nie ganz tief, sondern halt immer dieses leichte Mädchen-Manga-Flair schwingt mit. Und ich glaube, von daher ist es auch so, dass der Leser eben für sich selbst dann entscheiden kann, ob der Manga wirklich traurig ist oder einfach nur unterhaltsam. Was ich dabei sehr spannend finde, ist, du hast ja nicht nur jetzt Käufe Zuspruch gefunden, sondern das ganze Ding ist ja auch nicht offiziell gelobt worden. Ja, das stimmt. 2006, nicht mal einen Monat nachdem der Manga rausgekommen war, in Erlangen auf dem Comic Salon,
hat die Bundesregierung mich angeschrieben und mir verkündet, dass ich jetzt geehrt werde mit einem Preis für meine Nachhaltigkeit. Das war vom Rat für nachhaltige Entwicklung. Ich wusste erstmal gar nicht, was Nachhaltigkeit ist, das musste man mir erst erklären. Ich denke nämlich heute an das Kind, das morgen missbraucht wird. Und es war eine Ausstellung, die hieß Die Kunst, das Morgen zu denken. Und da war auch nicht nur ich geehrt, sondern andere Menschen, die sich eben für Kinder stark machen und daran denken, was morgen passieren könnte mit den Kindern, die praktisch zurückgelassen werden von der Gesellschaft. Wie zum Beispiel Tom Yorkin von Radiohead war auch dabei und der Bruno von U2 oder Ede Tarkan, der berühmte türkische Sänger. Und die Verleihung an sich war schön, aber die Botschaft kam dann doch wieder nicht rüber, weil es am Ende nur um die Arbeitslosigkeit ging, die auch wichtig ist, aber das Event wurde ein ganz klein bisschen von der Frau Merkel an sich gerissen, leider. Bist du jetzt eigentlich fertig mit deiner Geschichte? Jakob auf deiner Seite ist ja ein abgeschlossenes Erlebnis. Wie ist das mit dem Losing Neverland? Ja, es wird jetzt noch bei Butter and Cream einen weiteren Band erstmal geben vom ersten Zyklus, wo es schon so ein gewisses Ende gibt. Das heißt, man kann da auch aufhören, wenn man jetzt nicht weiterlesen möchte. Und dann werde ich in 2 Jahren wahrscheinlich mit dem nächsten Zyklus 4, 3 Bände anfangen. Und ich denke mal, also ich will nichts vorwegnehmen, aber der dritte Band wird wahrscheinlich schon einige Fragen klären, auch für die Leserrolle. Jetzt nochmal von der kommerziellen Seite, da du das ja kontinuierlich weiter rausbringst, ist ja das durchaus beim Publikum angekommen. Ja, das ist also kommerziell, du meinst jetzt von Verkäufen her, oder verkauft sich eigentlich fast genauso gut, wie wenn es lustig und vergnügt wäre. Also von der ersten Auflage beispielsweise mal exemplarisch waren es bei der ersten Auflage 9000, nachgedruckt ist er bereits. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass jetzt junge Menschen sich auch, sag ich mal, über 100 Leute sich dafür interessieren werden. Aber scheint zu klappen, vielleicht auch, weil die Botschaft ähnlich gemeint ist. Und ich zitiere da gerne eine Freundin, die sagt, wenn es nicht wahr ist, kannst du es nicht erzählen. Und wenn es wahr ist, wird es ankommen, egal bei wem. Und die Leute werden etwas an sich wiederfinden. Finde ich einfach stark. Gut, danke für den Comic. Ja, in die Zukunft. Wir haben jetzt viel über die alten Sachen erzählt. Ein bisschen zukunftsschauend. Die beiden Herren von Jakob haben ein neues Projekt, das sie ja auch bewerben. Steve Noir. Hört sich bei weitem nicht mehr ganz so bedeutungslastig an. Ich würde jetzt erwarten, dass das eine unterhaltsame, spannende Steampunk-Geschichte wird. Liegt man da komplett verkehrt? Du liegst nicht verkehrt. Ich heute Morgen übrigens, falls ihr Bilder von mir seht im Internet, mir wurde heute Morgen meine Tasche mit allen Zeichnungen gestohlen. Also der Comic ist derzeit ein bisschen gefährdet. Also, es ist schade, dass die Mappe weg ist. Natürlich ein Aufruf an alle, bringt doch die Mappe zurück. Ihr werdet einen sehr glücklichen Felix Vertikat erleben. Der Finder kriegt noch eine Skizze. Aber bitte, der Comic, das zweite Mal geht es immer schneller. Gut, aber bitte nochmal. Genau, also wir haben versucht, eine ähnliche Dramaturgie bei Jakob aufzubauen, sprich den Leser über eine formelle niedrige Einstiegsschwelle zu finden. Sprich, wir erzählen eine sehr tiefgründige Geschichte, aber verpackt in eine Komödie, in leicht zugängliche Bilder, ich sage jetzt auch ein bisschen poppigere und mainstreamige Bilder und Aufbau, der aber, wie gesagt, den Lesern helfen soll, in die Welt einzutauchen. Wir erzählen eine sehr komplexe Welt, wir erzählen auch wieder schwierige Themen und wollen aber eben nicht von vornherein gleich den Fokus darauf legen, sondern wir wollen den Lesespaß hochhalten und erst am Ende, also wenn man alles durchgearbeitet hat, in der Aufbereitung mit sich selbst die Fragestellung feststellt und die Frage kann. Das hört sich so an, als könnte ich auf der einen Seite den nächsten Comic von euch ohne Problem als Abenteuergeschichte lesen, wenn ich Lust darauf habe. Auf der anderen Seite mir aber dann auch mehr Gedanken machen, also ihr gebt dem Leser Freiheiten, mehr zu entdecken. Wir wollen Leser nicht dazu zwingen, wie du schon gesagt hast, sich Gedanken zu machen. Man kann es wirklich vordergründig als eine Art Abenteuergeschichte à la, keine Ahnung, Sleepy Hollow lesen. Aber wer mag, kann natürlich tiefer eintauchen. Es geht wieder um Themen wie Tod oder Freundschaft, Liebe, existenzielle Themen. Aber es war auch bei Jakob nicht der Sinn, dass wir sagen, ihr müsst euch Gedanken machen. Und wir sind jetzt wir sind ganz mysteriös, damit ihr euch Gedanken machen müsst. Das ist nie unser Ziel. Ja, du hast gerade das Mikrofon an dich gerissen.
vermute, du Ja, ich wollte dann auf Faszination 9 Comic dann eingehen, der eigentlich ja kein richtiger Comic ist, weil es ist ja keine richtige Comic-Geschichte, sondern eher ein Bildband, kann man sagen. Ein Geschenkbuch, genau. Ein etwas anderes Alphabet. Und man muss echt sagen, es ist ein bisschen morbide. Also in der F wie folgt steht Freude. Erste Faustregel für jeden Menschen. Allein schlecht Freude. Wie kommt man auf solche Ideen? Ja, das ist gar nicht mal so schwer. Ich habe nachts im Bett gelegen, ich war sehr krank und ich habe da so für mich hingemalt, weil wenn ich krank bin, dann male ich, weil ich nicht lesen kann, dann tun mir die Hände weh, vom Buchhalten und Fernsehen tun mir die Augen weh. Und ich habe im Bett gelegen und ich habe so eine Figur gemalt, das war so ein kleines Skelett mit Matrosenanzug an und dann habe ich mir ausgedacht, naja, das könnte ja ein Freund haben. Und dann ist der Teddybär dazugekommen und dann bin ich aufgesprungen, obwohl ich noch Fieber hatte und habe mich an den PC gehockt und schon die ersten 5 Bilder fertiggestellt bis morgens um 7. Und das ist dann immer länger geworden und irgendwann ist mir die Idee gekommen, man könnte ja ein ganzes ABC daraus machen. Und das Lustige daran ist, das ist nicht nur jetzt für mich persönlich zu so einem kleinen Projekt geworden zwischendurch, sondern ich habe das deswegen auch meine Arbeit stark vernachlässigt, was meine Verleger nicht so toll fanden. Also habe ich das parallel zu meinem Manga gemacht und habe denen das dann noch zu Weihnachten geschenkt als Entschädigung dafür, dass ich die zweite Deadline verhauen habe. Von daher ist das eine nette Geste von mir gewesen und es ist halt konzipiert für Valentinstagsgeschenke, zum Beispiel für Paare oder für Leute, die sich gern haben, denn hier steht hinten drauf, sehr passend, für alle verliebten Teddy-Fans, Frauen, Männer, Kindgebliebene oder einfach für jemanden, den man richtig, richtig gern hat. Und so würde ich es auch beschreiben, dass es einfach vor allem darum geht, was man in der Liebe falsch machen kann, wie man eine Freundschaft gefährden kann, zum Beispiel indem man sich selbst völlig aufgibt. Gehen wir mal zum Buchstaben A, das ist ein ganz gutes Beispiel. Das A kommt noch vor B. Lies mal vor, Bert. A, die absolute Selbstaufgabe, die seltsame Eigenschaft, völlig zu verschwinden vor Liebe. Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr euren Partner oder euren besten Freund so sehr mögt, dass ihr eure eigenen Eigenschaften praktisch einbüßt? Ich würde mal sagen, da hat es uns einen Kameramann, der da ein Lied davon singen kann. Zum Beispiel. Ja. Und es halt kurze Ratschläge mit ironischen Bildern dazu, aber auch zauberhaften Momenten. Ja, und von daher, ich bin auch überrascht. Es ist jetzt hier an dem Wochenende, wo schon, also die Messe, das wisst ihr vielleicht nicht, die fängt für euch erst heute an und gestern, aber wir alle sind schon seit Mittwoch da. Und das ist jetzt schon seit Mittwoch so 300 Mal über den Tisch gegangen und ich bin von daher total platt und happy. Das erste Mal so richtig zu sehen, wie Leute etwas abgreifen. Also ist das jetzt einfach wirklich aus der Laune entstanden? Es ist aus purer Laune entstanden, einfach weil ich nichts mit mir anfangen konnte. Manga ist für mich ja, wie gesagt, habe ich vorhin erzählt. Hast du auch so einen Teddybär? Hast du auch so einen Teddybär? Nein, ich habe leider keinen Teddybär der Art. Das hätte ich schon gern. Obwohl, das ist ein ignorantes Arschloch. Also, der erwidert die Liebe von dem kleinen Skelett überhaupt nicht und das macht dann echt fertig. Nein, der Punkt ist, dieses Lucy Neverland zieht mich geistig so runter, weil ich immer in diese tiefe Kinderpornografie-Milieu da auch mich hineinversetzen muss, auch berücksichtigen, dass die Bilder nicht zu krass sind, aber auch nicht zu banal. Und da sitze ich schon mal am Nervenzusammenbruch vorbei, weinend irgendwo in der Ecke und dafür mache ich dann manchmal so ein paar nette Bilder für mich zum Spaß. Und da meine Sherlock Holmes Fanarts nicht verkäuflich sind, weil die aussehen wie Robert Downey Jr. und Jude Law, habe ich gedacht, naja, machst du auch was man verkaufen kann und hat geklappt tatsächlich. Da sieht man einfach, Comics sind dafür geeignet, um aus Spaß was Ernstes zu machen, was man gut verkaufen kann, was aber trotzdem anderen auch Spaß Das macht. könnt ihr auch alle beim Butter and Cream Stand kaufen, der direkt neben Crosskult ist, weil C und B, das passt zusammen. Und hier gleich um die Ecke die beiden Stände. Ich denke, vielen Dank euch dreien für die vielleicht etwas ernstere Stimmung heute Morgen. Wir kommen jetzt zum Schluss unseres Comicfrühstücks dann doch zum etwas unterhaltenden Teil. Ja, denn wir wollen ja auch noch was verlosen. Genau. Ihr habt mitbekommen, was Carmen musste. Wir haben 2 Bände, das heißt, wir bekommen 2 Bände. Er hat mir meine Pantomime geklaut. Wie? Jetzt habe ich keins mehr, ich mach schon was. Ja. Das heißt, wir geben dir jetzt noch etwas Zeit, um dir was zu überlegen. Und ihr beiden führen dann schon mal was auf. Also wir müssen 2 Pantomimen machen für ein Buch, das ist doppelt so viel wert. So, jetzt mache ich mich mal zum Affen hier. Ich spiele es genauso, wie ich es gesehen habe. Gut. Also wie gesagt,
gesagt, es handelt sich um eine Pantomime. Wer es als erstes errät, was es darstellt, richtig errät. Ich stehe schon mal bereit und gehe schon ins Gute. Und der hier richtig gefährlich. So, bitte. So. Und? Eine Es muss eine Comicfigur sein, eine bekannte Comic- oder Manga-Figur. Ja, bitte. Es ist eine bekannte Comic- oder Manga. Tasmanische Teufel? Oh, das ist aber gut. Also den fand ich sehr gut. Noch Idee. Felix, mach's nochmal. Mach's nochmal. Es ist eine Frau. Nee, ich glaube, du musst noch mehr Tipps geben. Es ist zu schwierig. Aber der tasmanische Teufel, Die Idee fand ich gut auf jeden Fall. Felix, mach's noch einmal. War immer mit dabei. das gab es auch bei Sailor Moon, aber die hatte ich ja schon. Nee, komm nicht drauf. Also, ich denke auch, der tasmanische Teufel hat gewonnen. Alleine wegen der Frisur. Ein herzlicher Applaus. Okay. Also es wäre Wonder Woman gewesen. Oh Mann. Aber stand die nicht immer da und dann kam dieser Kreis runter und danach war es umgezogen? Da hätte ich dann aber hier noch das Lasso schwingen lassen. Packt das Lasso rein. Mann. Wunderbar. So, Das nächste. Ja, ich weiß es nicht. Also man hat mir gesagt, es könnte jeder sein. Von daher, ich werde mich einfach, stellt euch einfach vor, ich werde sehr groß und ärgerlich. Dann passt das schon. Also, Sehr groß und üblich. Aha. ja, wer weiß. Ich habe Bedenken. Es ist der Hulk, tatsächlich. Ich bin nicht grün, aber es ist Auch rübergekommen. dieses Rätsel, aber dieses Rätsel ist komplett gelöst. Vielen Dank, einen herzlichen Applaus. Natürlich auch noch signiert, also gehört ja mit dazu. Ja, dann sind wir eigentlich am Schluss für heute. Genau. Moment, die Vorschau. Die Vorschau auf den heutigen Tag. Der heutige Tag auf der Frankfurter Buchmesse. Wir beleuchten leider nur den kleinen Teil Comiczentrum. Also man will auch mal einen kleinen Applaus hier für die treue Seele hier hinter der Kulisse. Unser Techniker. Und wenn Sie alle ein ganz klein wenig Zoom oder, sagen wir mal, Lied freundlich eingestellt sind, der freundliche Herr hat heute Geburtstag. Ein klein zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag lieber Kostja, zum Geburtstag viel Glück. Ja. Gut, so. Also, Der Tag heute im Comiczentrum. direkt nach uns Zeichenworkshop. How to Draw the Simpsons. Simpsons, super Thema. Also wir sehen ja hier schon, hier ist es eh schon voll, aber nachher wird es noch voller werden. Denn das ist so ein Event, da kommst du gar nicht mehr zur Bühne durch. Also wir sind dann wahrscheinlich noch froh, wenn wir von der Bühne runterkommen. Es gab es auch schon. Es gab schon Zeiten hier, Verlosung, glaube ich, für Cosplay-Wettbewerb oder sowas. Da war hier alles gestopft voll. Es gab kein Vor- und Zurück mehr. Die Preise mussten über die Massen drüber geworfen werden, dass sie auf die Bühne kamen. Comiczentrum, extrem. Dann könnt ihr heute jemanden dabei zusehen, der nicht auf die Toilette geht. Ja, es gibt in 5 Stunden, 55 Minuten Joscha Sauer Signiermarathon. Gut, aber er kann das weglassen. Ja, der kann das wegtun, das ist unglaublich. Also, der Mann ist ein Phänomen. Wir haben das vor 2 Jahren mal gefilmt. Wir haben wirklich eine Kamera aufgestellt und kontrolliert, ob er auch nicht auf die Toilette geht. Hat er nicht gemacht. Danach hat er dann noch die Zeit gehabt, um sich noch mit jemandem zu unterhalten und ist erst dann gegangen. Was gibt's noch? Dann um 12 Uhr Charlie und Leo eine Lesung mit Bildern. Signieraktion Linus König, Schauspieler und Vorleser Jochen Till, Zapf vom 12.45 Uhr bin ich dann nochmal auf der Bühne mit Annabella und Caramella, eine neue deutsche Comicserie hat sich etabliert. Der Zeichner wird live zeichnen, also das wird sicher interessant werden. Das Programm ist einfach zu groß heute. Ja, heute gibt es viel zu tun. Zeichenworkshop hatten wir ja schon im Rückblick gebracht. Hier kann man gucken, wie man ordentlich Comics zeichnet. Das gibt es ab 13 Uhr. Diesmal mit Judith Park. Aber Vorsicht, der Workshop findet im Internationalen Bibliothekszentrum in der Halle 4 P431 statt. Das ist auch ein bisschen ruhiger. Ja, 13.30 Uhr. Meine Mutter ist in Amerika und hat Buffalo Bill getroffen. Also jetzt Blatthaus und Kai Wilson werden das Ganze moderieren. Teilnehmer Emil Bravo und Jean Rogno. Um 15.50 Uhr wird es hier eine Auflösung einer brennenden Frage vieler deutscher Comic-Fans geben, denn die Chronik der Unsterblichen wird eine Fortsetzung finden im Comic. Toller Comic.
kann man hier die ersten Bilder sehen. Dann zwei verschiedene Veranstaltungen gleichzeitig um 15 Uhr. Die eine davon wieder außerhalb des Comiczentrums. Die im Comiczentrum ist die Star-Cineapolisten, die Simpsons-Synchronsprecher und ihr gelber Alltag. Man kann dann wirklich mal sehen, wie die Leute ausschauen, die Simpsons sprechen, finde ich äußerst spannend. Aber um 15 Uhr auch nicht hier auf der Comicbühne, sondern im Kongresszentrum Ebene C2. How to Bau a Cos, also für alle angehenden Costume-Träger oder Cosplayer eine kleine Anleitung. Um 15.45 Uhr der Websondermann. Gespräch mit den nominierten Künstlern. Es ist so, dass zum ersten Mal dieses Jahr Webcomics beim Sondermann ausgezeichnet wurden und die nominierten Künstler sind im Gespräch und um 16.30 Uhr dann 16.30 Uhr die Preisverleihung. Sondermann 2010 bin ich dann auch noch mal ganz kurz auf der Bühne und darf ein Bild in der Hand halten. Ich bedanke mich bei unseren drei Künstlern heute Morgen. Felix Vertikat, Benjamin Lieblingsfreude. Dankeschön. Ja, und dann war das ja unser letztes Comicfrühstück für dieses Jahr. Geschafft, jawohl, wir müssen nicht mehr so früh aufstehen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag hier im Comiczentrum und auf der Frankfurter Bühnenmesse. Lassen Sie sich viele Bücher um die Nasen gehen. Viel Spaß noch. Wiedersehen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Tschüss.